Tagchen, liebe Zuschauer, oder vielmehr schönen guten Abend, Leute, denn wir haben das mittlerweile abends und wir sind mal wieder unterwegs auf einem Dog on Tour. Und zwar ist das ein Laternenlaufen. Deswegen würde ich sagen, macht ihr mal die Lichter aus und das Ganze hier auf Vollbildmodus, denn dann kommen die Effekte hier viel besser zur Geltung. Ja, ich war letztes Jahr schon auf dem Laternenlaufen, da verlinke ich euch einfach mal hier oben das Video. Wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, könnt ihr da ja noch mal reinschauen. Aber wir machen uns jetzt auf den Weg und genießen einfach die Show. So, wir ziehen im Hellen los und ich würde sagen, wir schließen uns gleich der Gruppe irgendwie an, gehen einmal von hinten bis nach vorne durch dann. Ja, von mir aus, da könnte das noch einen ganzen Tick dunkler sein. Ja, für die Sicherheit ist hier natürlich auch gesorgt an den Kreuzungen, damit wir perfekt rüberkommen. War noch mal eine Kürbis-Challenge oder nicht? Oben leuchten die Sterne, weil Licht geht auf, wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum.
wir sind jetzt gerade mal auf dem Weg hier ganz nach vorne. Gucken mal, was da los ist. Es scheint da hinten irgendwie zu stoppen. Vorne gibt es scheinbar keine Musik. Ich glaube, da ist eine Kreuzung, wo man sich da irgendwie trifft. Ja, entschuldigt bitte den Wind, den wir hier heute haben. Aber wir sind ja recht froh, dass das Ganze überhaupt startet. Und wir hier im Trockenen mit unseren Laternen laufen können. Schöner, hübscher Bollerwagen hier vorne. Wir haben hier vorne nur auf die letzten Parteien gewartet. Ja, und jetzt geht es hier erstmal ab nach vorne. Oh ja. Jungs, ist das nicht geil? Ich komme hier vorne an, dann wird Schnappi gespielt. Passa.
das fällt von hinten auf. Ihr kennt das doch. Das Lied kennen wir aber alle. Laterne und eine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne und unten beleuchten wir. Licht geht aus, wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum. Bum, bum. Geht aus. Wir gehen nach Haus. Das Licht brennt noch. Ja, ich habe sie schon 250 Mal angezählt. Halt Herbst. Ja, der Wind, Jungs. Yellow submarine, yellow submarine. Feld von hinten aufräumen, ihr kennt das doch. Wir sind hier nun angekommen an der Feuerwehr und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten würde ich sagen, für die Leute, die so lange dran geblieben sind und immer noch Bock haben, gehen wir einfach mal rein in die Menge und schnabulieren das. Ja, es ist eine Menge los. Wir werden da gleich rein, aber wir warten noch ein bisschen ab, bis sich das ein bisschen beruhigt hat. Und dann werden wir rein da in die gute Stube. Ja, was meint ihr denn? Erst was schnapulieren oder erst mal hinten ans Lagerfeuer? Ich bin ja dafür, wir gehen mal ans Lagerfeuer ran und gucken, ob das überhaupt noch brennt.
Bratäpfel am Feuer. Ja, für den Bratapfel sind mir die Flammen noch ein bisschen zu hoch, Leute. So, der Apfel kostet gar nichts und wir nehmen uns einfach mal so einen Apfel auf den Stock mit, ne? Danke. Meister, pass mal auf. Kann ich hier meinen Apfel ein bisschen bunkern, damit er nicht so aussieht wie deiner da? Ja. Kurz hinstellen. Mir ist da zu viel los noch. Ja. Ich mache erstmal schnell meine Wurst. Ja, Leute, ihr habt es gehört. Ich habe da erstmal meinen Apfel ein bisschen weggestellt. Wir ziehen uns erstmal schnell meine Wurst rein. Aber ihr wisst ja, ich mag so eher so Schinkenwürstchen. Oh, Entschuldigung. Kein Problem. Tut mir leid, soll ich dir eins wieder ausgeben? War das voll? Nein. Nein? Also, jetzt, warte mal. Ja. So, wir wollen jetzt erstmal hier eine Wurst haben. So, wir gehen jetzt hier mal ran und wir wollen jetzt mal eine Wurst haben. Habt ihr eine Wurst oder eine Schinkenwurst? Ja, eine Schinken. Ja, eine dunkle Wurst. Schinken, Was kostet dunkle, die? 2 Euro. Haben wir da, ne? Haben wir da. Haben wir da. Kein Problem. Haben wir da. Oder wollen wir reingucken, ob noch 2 Euro drin sind? Ich wollte gar nicht. Wunderprächtig. Schön für Senf. Mit Senf. Senf. Guck mal, das mache ich auch noch auf. Ja, Ne? das ist doch keine Schinkenwurst. Das ist Schinken. Aber sowas von. Na So, gut. guck mal, legen wir den mal raus und sagen Stopp, ne? Ja, ich sag Guck schon. mal, der Deckel ist gar nicht ab. Siehst du? Wir finden das gar nicht auf, das mache ich gleich. Sind noch die hier sonst. Den nehme ich, den Ja, ist die. auf. So, du sagst Stopp, Und Brot, krieg ich ein Brot mit? kriegst du auch mit. Sau. Guck mal, so. 2 für 2 Euro, ne? Für 2 Euro. Ja, siehst du, sag ich doch. Wunderprächtig. Super geil, ja. Schönen Abend euch, ne? Jo, dir auch. Danke. Guck mal, und direkt hier, Leute, ich habe hier einen Platz. Es ist ein bisschen dunkel. Soll ich euch mal ein bisschen Licht anmachen? Pass mal auf hier. Ich muss mal gucken, wie das hier geht mit der Kamera. Sven, für dich mal ein bisschen Gyros zu stärken. So, könnt ihr sehen, ne? Wir wollen jetzt hier erstmal irgendwie Brot und Wurst essen hier. Das Ding hier, so ein Lifehack, ne? Das ist hier für die Wurst übrigens. Für die Leute, die nicht wissen, wofür das hier ist, das ist für die Wurst. Damit kann man die Wurst schön anfassen, dann macht man sich nicht die Finger dreckig, nicht ganz so dreckig und man verbrennt sich auch nicht die Finger. Ist eine schöne Sache hier, sowas. Lifehack erstmal. Oh, hier ist eine Wurst rumgekullert. So. Schöne Sache. Ich glaube, es ist alles fertig. So Leute, auf jeden Fall war die Wurst richtig nice. ja. Kann man sich gönnen. Also erstmal Daumen hoch hier für die Feuerwehr. Sind immer noch nicht in Freizeit. Wir schmeißen das hier alles. Schmeißen das. So Leute, wir gucken einmal schnell hier, was das Feuer macht. Wir haben auf jeden Fall Platz, hier unseren Apfel zu machen. Müssen mal gucken, wie wir es irgendwie aufbauen. So ein Apfel dauert ja bestimmt eine halbe Stunde oder so. Ich hätte ihn wahrscheinlich schon vorher auf den Grill packen sollen, Leute. Das jetzt besser machen als Foto. Ich habe nur keine Ahnung, wie wir den da jetzt raufkriegen irgendwie. Wir müssen uns da was einfallen lassen hier. Auf jeden Fall ist das hier vorne heiß. Ja, pass auf. Ob der durch wird oder nicht, wir versuchen das jetzt einfach, Leute. Danke, Leute. Ich muss mich noch mal melden hier, leider mit schlechten Nachrichten. Aber es ist so, ihr wisst es ja, das Hausherr ist rechts. Ich wurde mal wieder hier des Hofes verwiesen.
und darf dort drinnen nicht filmen. Ich hoffe doch, euch hat das Video soweit gefallen. Ich kann euch aber noch mal eins verklickern. Wir holen uns noch mal unseren Apfel. Ich durfte meinen Apfel hier noch mit rausnehmen. Auf dem Stock hier transportieren quasi. So Leute, schaut euch den Apfel an. Ich durfte leider nicht drin filmen, wie ich den Apfel hier klar gemacht habe. Aber kann man ja nichts gegen machen. Vielleicht kommt ein Heli für dich. So, und ich habe mir hier so ein Ding ausgesucht. Was dazu noch kommt, ich habe hier so einen Untersetzer und Lappen noch mitgekriegt. Zeige ich euch mal eben fix. Ja, ich habe hier sowas hier als Unterlage mitgekriegt und eine Gabel. Aber wirklich schade, dass ich euch das nicht zeigen konnte, wie ich hier den Apfel fertig gemacht habe. Wichtig ist natürlich, dass man den dann immer dreht von allen Seiten. Weiß nicht. Er geht auch ganz easy hier vom Stock ab. Das zeigt uns auf jeden Fall, dass er fertig ist. Stecken den Stock hier jetzt erstmal einfach rein. Ja, und wie gesagt eine Gabel hier. Und dann pule ich den jetzt erstmal ab hier. Die Schale hier, das ist wahrscheinlich alles ein bisschen schwarz, obwohl das geht alles noch. Ich habe den ganz gut hingekriegt. Ich pule uns mal den Apfel hier frei. Ich wollte euch das Gepule hier nicht antun, aber ihr könnt ja sehen hier, der ist wirklich butterweich. Und den zwirbel ich mir jetzt rein. Ich werde ihn wahrscheinlich doch essen. Irgendwie einfach hier mit der Gabel ab. Ich habe noch ein paar Lappen gekriegt, Leute. Jo, der Apfel war auf jeden Fall lecker. Was gefehlt hat, ist so ein bisschen Honig gewesen oder Mandelsplitter. Aber man kann ja nicht alles haben. Ich bin ja froh, dass ich hier den Apfel noch essen durfte. Ist natürlich schade, dass ich hier des Hofes verwiesen wurde. Aber so ist das nun mal, wenn man so ein bisschen draußen filmt. Ich werde das Ganze mitnehmen, ab nochmal im Müll schmeißen hier. Den Jungs ihren Bambusstab mitgeben und dann soll es das gewesen sein für heute. Aber ins Outro, braucht ihr noch ein Outro? So Leute, wir sind am Ende des Videos. Es tut mir natürlich leid, dass ich euch nicht die Aufnahmen zeigen konnte, wie wir da zusammen den Bratapfel gemacht haben. Der muss ja doch von allen Seiten irgendwie gewendet werden. Und die ganzen Kiddies, die ihren Apfel da oben drauf gesteckt haben, die haben die nur von einer Seite schwarz werden lassen. Und dann nachher auch nur angebissen von dieser einen Seite. Das Ganze ist natürlich immer ein bisschen schade. Aber wenn euch das Video gefallen hat, so würde ich mich doch freuen über einen Daumen nach oben. Oder schreibt mir was unten in die Kommentare rein. Ja, es ist natürlich blöde, dass wir da jetzt des Hofes verwiesen wurden. Aber so ist das nun mal. Aufnahmen wurden dort nicht geduldet. Und so ist das. Ich sage Tschüssi und auf Wiedersehen.